Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur 48. Folge von Playmocast. Und in dieser 48. Folge begrüße ich die zweite Hälfte des permanenten Teils des Podcastes. Hallo Tobi. Moin Lars. Tobi, heute auch wieder eine ganz spannende Folge. Ich glaube, ich moderiere jede Folge damit an, dass sie sehr, sehr spannend ist. In diesem Fall ist das wirklich mal so. Wir reden heute über die Nostalgie-Serie, die Rosa-Serie, wie sie auch genannt wird. Warum sie so genannt wird, werden wir in den nächsten 30 bis 42 Minuten genau, werden wir feststellen dann auch, ja. Ja, auf jeden Fall ganz spannend. Und auch spannend ist, dass wir heute ein neues Format machen. Und zwar ranken wir heute eine Auswahl an Artikeln, die uns der Christian zur Verfügung gestellt hat, muss man so sagen. Ja, das war seine Aufgabe. Seine erste für dieses Format. Genau. Christian ist derjenige, der den YouTube-Kanal Christians Playmobil-Ecke hat. Und Christian wird demnächst hier auch bei uns im Podcast zu Gast sein und uns hier auch unterstützen und natürlich auch ein bisschen beraten. Und er hatte jetzt die Aufgabe, 12 Artikel rauszusuchen, die wir jetzt so ein bisschen kategorisieren in 5 verschiedene Abstufungen, muss man sagen. Wir haben uns gerade so ein bisschen Gedanken gemacht, wie wir die nennen könnten und sind auf folgendes Ergebnis gekommen, Tobi. Ja, wollen wir oben? Nee, wir fangen unten an, ne? Wir fangen unten an, ne? Wir nehmen die leckersten Weihnachtssüßigkeiten. Ja. Und starten mit dem, was gar nicht schmeckt. Ja. Edle Tropfen. Ja, wir haben uns nämlich gedacht, wir müssen alle 5 Bereiche dieses Rankings mit einem Namen versehen und haben dann daran gedacht, uns Süßigkeiten hier mit in die Podcast-Folge zu holen, um die einfach benennen zu können. So haben wir ein bisschen mehr Orientierung und irgendwie ist das dann auch witzig und edle Tropfen sind hier ganz klar auf der 5. Also die Playmobil-Artikel von den 12 Stück, die wir haben, die hier bei den edlen Tropfen landen, also auf dem letzten Platz, die sind wirklich schon, ja, jetzt nicht so ganz unser Fall. Und bei edlen Tropfen versucht man ja dann, wenn man die geschenkt bekommt, dann direkt die auch gleich wieder weiter zu verschenken. Quasi die Mancherie des Weihnachtsfestes. So ungefähr, genau. So sieht's aus. Auf Platz 4 geht's weiter mit einer Sache, die ich eigentlich ziemlich gut finde, aber da hattest du gleich eine Einschränkung. Genau, wir nehmen den Blätterkrokant. Ja. Weil irgendwo A, hängt er dir in die Zähne und B ist er so süß, ne? Nach 2 Stück ist dann auch gut, oder? Also bei mir jetzt zumindest. Also braucht man nicht so viel von. Ja, so geht's mir auch. Ich finde die echt lecker und bin auch ein riesen Fan von Blätterkrokant, aber du kannst sie ja wirklich nicht essen, zumindest nicht in einer Vielzahl. Also du kannst da wirklich nicht mehr als 2 essen, so wie du es gesagt hast. Und ich habe da immer irgendwann Angst, dass mir die Zähne einfach rausbrechen. Ja. Und auf der Position der goldenen Mitte haben wir uns dafür entschieden, Ja, was wäre Weihnachten ohne Milka, ne? Genau, das muss man sagen, genau. Und da haben wir den Milka-Weihnachtsmann genommen, weil ich habe gar keine Beziehung zu Milka. Ich finde Milka komplett belanglos, also weder positiv noch negativ. Aber das ist tatsächlich, muss ich dazu sagen, die Schokolade ist einigermaßen gut. Ja. Und ich kaufe den meistens, um ihn aufs Brötchen zu legen. Echt, ja? Ja. Es ist, kennst du nicht, also ich weiß nicht, ob du die kennst, SZ-Schnitten? Das ist ja so Schokolade fürs Brot, aber die sind relativ teuer und nicht so dick. Mhm. Und die Milka-Weihnachtsmänner, die kannst du dann schön und dann machst du klein und dann aufs Brötchen. Muss mal probieren, ist gut. Okay. Ja? Ja. Mach ich mal. Geht immer. Also der belanglose Milka-Weihnachtsmann, der ist hier auf der Position 3. Jetzt geht es aber auch ein bisschen weiter nach oben. Ne? Wir haben ja auch ein paar Favoriten hier dabei. Und da haben wir auf Platz 2, Tobi, den schönen Schokolebkuchen. Oh ja. Ist sehr lecker. Also hier geht schon ganz klar in die richtige Richtung. Ich finde, das ist immer ein Highlight, aber möglichst schon im September. Ja, genau. Dann ist er noch frisch. Ja. Genau, den Lebkuchen haben wir auf 2 und auf der 1 ist mein Favorit und ich glaube, dein Favorit auch. Ja, ich habe ihn tatsächlich jetzt, ich kaufe ihn mir aktuell immer von Niederegger. Ah, krass, okay. Das schmeckt wirklich gut. Ja, Marzipanstollen. Marzipanstollen auf der 1. Ja. Und dann gucken wir uns mal die Artikel an, die wir alle hier zur Verfügung haben.
wir machen, kann ich hier ganz kurze Information noch sagen, nochmal eine ausführlichere Folge zu der Rosa-Serie. Wir werden darüber ein bisschen sprechen, auch ein bisschen mehr Tiefe, werden da vielleicht auch ein bisschen historischen Kontext mit einbringen und ja, werden uns da den Christian einladen, der das Ganze da sehr, sehr gut begleiten wird, denke ich mal. Finde ich auch immer ein bisschen schwierig, wenn wir über Rosa-Serie sprechen, Tobi, weil ist ja schon sehr gefärbt, also im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich weiß noch ganz genau, weil wir das vorhin in der Gruppe auch zum Thema hatten, dass es einfach früher sehr, sehr schwierig war, diese Produkte offiziell gut finden zu können. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie das damals genau war. Also ich war sehr neidisch, weil gefühlt war durch die pinke Verpackung oder durch die rosa Verpackung das ja dann tabu, ne? Auch wenn wir jetzt gerade festgestellt haben, dass im ersten Katalog noch drin steht, die Spielwelt für Jungen und Mädchen oder beziehungsweise für Mädchen und Jung. So. Aber es gab da schon ein paar schöne Sets, werden wir auch gleich dann sehen, dass es wirklich Sets gibt, die man mag. Sets gibt es, die man nicht so mag, aber ja, ich glaube, es hat dazu geführt, dass viele Jungs, also ich glaube, man hätte das in Blau, wenn man es in Blau gemacht hätte, hätte es auch unwahrscheinlich viel Absatz bei Jungs gefunden. Ohne Probleme. Das glaube ich. Das ist dieses Branding, was du natürlich jetzt hast, war früher natürlich noch mehr mit Pink und Blau, wobei Playmobil ja immer blau war, ne? Das ist natürlich so ein Ding und das war so ein ich verstehe es halt bis heute nicht, warum man es gemacht hat. Weißt du, wenn du es grün gemacht hättest oder gelb oder was auch immer, wäre alles kein Problem, aber Pink ist natürlich dann so eine spezielle Sache. Ist halt so, erinnert so an Barbie, ne? Wir haben jetzt mal Werbung aus den Ende der 80er, Anfang der 90er gesehen und Barbie ist ja echt damals pink ohne Ende gewesen. Alles war pink, egal was, in den verschiedensten Tönen. Und das war natürlich ein bisschen schwer, dann das anders zu vermitteln, da hast du recht, ja. Und es gibt da ein paar Sets, die finde ich, die haben absolut nichts mit Mädchen zu tun. Also, dass du sagst, das ist jetzt nur für Mädchen, weil ganz ehrlich, also, ja, wir fangen ja gleich an, aber da werde ich dann was zu sagen. Und da gibt es wirklich Sets, wo ich sage, da kann Mädchen, ich glaube, dass da ein Mädchen gesagt hat, das brauche ich nicht. Was soll ich damit? Ja. Und Junge gesagt hätte, oh, das hätte ich gerne, aber es ist pink, kann ich nicht haben. Genau, das ist ein Problem einfach. Oder war damals ein Problem, klar. Ja, wahrscheinlich. Und dann noch ganz kurz zu dem Thema. Witzig ist, dass ja ein paar von den Produkten wieder neu auf den Markt gekommen sind. Mit neuer Produktnummer kamen die auf den Markt und vor 2 Jahren, glaube ich, 22. Und jetzt heißt die Serie offiziell auf der Playmobil Homepage Dollhouse, also Puppenhaus. Und hier hast du ja wieder die gleiche Richtung, dass es ins Puppenhaus geht. Und wie viele Jungs spielen mit Puppenhäusern? Ja, ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich so ist. Heißt das nicht auch irgendwas mit Nostalgie? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall unabhängig davon war es natürlich ein kluger Schachzug von Playmobil. Brauchst nicht, lass ruhig drin. Für mehr Realität und so, weißt ja. Transparenz. Genau. Nee, aber mal ganz ohne Witz, so ein Haus in einem guten Zustand hat bei eBay ja echt viel, viel Kohle gekostet. Ne? Und die waren ja, das, was du manchmal da gekriegt hast, war ja nicht mehr gut. Weil ich persönlich finde das Haus nämlich sensationell gut. Ja. Deshalb haben wir das auch gar nicht drin, das können wir schon sagen, weil das wäre natürlich die 1. Das Haus an sich ist echt gut geworden und kann man auch viel nutzen, natürlich für andere Dinge. Im Nachhinein deshalb, wie gesagt, ich finde es schade, dass es damals so ausgegrenzt wurde. Ja. Aber gut, kann man jetzt nicht mehr ändern. Genau. Jetzt dürfen wir ja. Jetzt können wir alles kaufen. Jetzt fragt keiner mehr. Das stimmt, genau. Jetzt guckt keiner mehr rein in den Warenkorb. Richtig. Außer die Frau. Ja, stimmt. Die wird sich wundern. So. Oder auch nicht. Die spielt dann selber damit. Stimmt. Ja. Sharing is caring. Ja. Tobi, wollen wir anfangen? Würde ich sagen. Bevor wir uns hier noch... Mit welchem Produkt willst du starten? Christian hat uns ja diese schöne Liste geschrieben. Wollen wir genau in der Reihenfolge starten? Ja, machen wir. Dann starten wir mal mit der Produktnummer 5640. Genau, 5640, sage ich ganz kurz, ist aus dem Jahr 1989. Die Artikelliste, also die 12 Produkte, die wir hier dabei haben,
Die werde ich natürlich mit hier einfügen, sodass ihr euch die angucken könnt. Also einfach auf den Link klicken und dann wisst ihr, über welche 12 Artikel wir hier sprechen. Ja, genau. Parallel scrolle ich noch ganz kurz, um die genaue Produktbezeichnung zu nennen. Kann ich dir sagen? Ja. Oldtimer-Lastwagen. Ah ja, ich habe nämlich hier die Produktnummer, das Erscheinungsjahr, den Fotolink, also den Bildlink, aber keine Artikelnamen. Das ist sehr clever von mir. Habe ich gut gemacht. Schade. Ja, das ist super. Ja. Du bist ein Fuchs. Ja. Willst du zuerst sagen? Ja. Das ist tatsächlich ganz, ganz schwierig in dem Fall. Da bin ich zwischen Marzipanstollen und Lebkuchen. Ja. Tatsächlich. Und ich gehe gleich rein in die Marzipanstollen. Das wollte ich genauso machen. Ich wollte auch im Vorfeld schon sagen, ich habe es vorhin, glaube ich, auch in unserem Gruppenchat schon gesagt, ich finde, es ist eigentlich der beste Artikel, also der Artikel, der mir am meisten gefällt. Fast mehr als das Haus an sich, obwohl das Haus an sich ja schon Weltklasse ist, was ja, wie gesagt, heute gar nicht bei uns eine Rolle spielen wird. Aber ich finde, dieses Artikel hat einfach so alles, was es braucht, und ich sehe da sehr, sehr viele Parallelen auch zur Westernwelt, weil diese Farbgebung, diese Details, das ist einfach schlüssig und macht Spaß anzugucken, ist nicht zu viel, nicht zu wenig, also liebe ich einfach. Also nimmst du auch den Marzipanstollen. Das ist ein ganz klarer Marzipanstollen, brauche ich gar nicht groß drüber nachdenken, ist ein absolutes Highlight. Und da bin ich nämlich genau bei dem Punkt, dass das Ding im Prinzip 100% für Jung geeignet ist. Ja. Aber 100%. Da gibt es überhaupt gar keine zwei Meinungen. Macht das in einer blauen Verpackung, das geht weg wie warme Semmeln. Wäre damals weggegangen. Gibt es überhaupt gar keine Fragen. Das kannst du auch noch in der heutigen Zeit sozusagen als Nostalgiefahrzeug nutzen. Ja. Wie auch immer. Sensationell toller LKW. Ich glaube, den gab es später bei Roncalli, glaube ich, beim Zirkus Roncalli. Ja, ich glaube, es gibt sogar eine Neuauflage von dem Gerät, aber da haben die Felgen und so, glaube ich, nicht mehr in Rot, sondern ein paar Farben geändert. Ich meine nämlich, dass ich den gerade zusammengebaut habe für meinen Sohn. Der hat nämlich noch so ein Nikolausgeschenk oben liegen gehabt, der noch nicht zusammengebaut war vom letzten Jahr, von Roncalli. Die hatten wir ja mal vor langer Zeit bei Kaufhof geholt und da war das der. Und ich finde, das ist ein sensationell tolles Auto. Ja. Auch der Zubehör, was du da hast, halt so richtig Stückgut aus der Zeit, so wie es halt früher war. Ja. Also von mir ganz klar Marzipanstollen. Und ich kann mich an ich weiß nicht, ob das eine Automobilfolge war, ich weiß gar nicht mehr, mit Philipp damals, muss ich mal raussuchen, ich glaube Essen auf Rädern oder so, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Irgendeine der ersten Folgen, da haben wir über dieses Auto gesprochen, aber in der Ausgabe von Karstadt war das, glaube ich. Da gab es so eine Karstadt-Sonderausgabe in Blau und, weiß ich nicht, ist, glaube ich, als Vorbild dieses Ford T-Modell oder in diesem Fall das Transporter-Modell, also Ford TT-Modell, und gefällt mir einfach sehr gut. Also das ist einfach das beste Set, würde ich fast schon sagen, was wir hier haben, aber ich glaube, das nimmt ein bisschen zu viel weg. Ja. Aber dann sind wir uns ja einig, Marzipanstollen. Ja, stimmt. Dann erzähle ich dir mal von dem nächsten. Ja. 5620 ist die Artikelnummer und es heißt auf Deutsch Oldtimer Personenwagen aus dem Jahre 1990. Ja. Und? Jetzt kommst du. Ja, weiß ich nicht. Da bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Also ich finde Autos generell gut. Habe mir auch mal die Neuauflage gerade nochmal von diesem Modell angeguckt. Das wurde neu aufgelegt, auch 2022, glaube ich. Und ich mag die Farbe jetzt so mittel. Diese Ledersitzbezüge, ist das Leder? Ich hoffe. Vielleicht auch nicht, weil er offen ist. Aber das sieht schon sehr gut aus. Das Auto hat sehr, sehr viele coole Details, aber boah, ich finde aber mehr als der Milka-Weihnachtsmann, nee, also ich überlege, ob Milka-Weihnachtsmann oder Blätterkrokant. Entscheiden Sie sich jetzt. Ich bin bei Blätterkrokant, tut mir leid. Okay, ich bin bei dem Schoko-Weihnachtsmann. Okay. Das Auto reißt es ein bisschen raus, die Figuren dabei ziehen es runter. Also die Figuren sind eher fast schon in edle Tropfen. Mhm. Also besonders der Mann, der hat ja gar nichts. Der hat ja gar keine Ausstrahlung. Ja, die Ausstrahlung ist halt, das Gesicht ist ja eigentlich so, mochte ich damals gar nicht, als es auch in die Westernwelt kam, mit diesem komischen Schnurzbart da. Die haben sich im Dunkeln kennengelernt, glaube ich. Ja. Nee, aber ganz ehrlich, der Mann hat halt, ja, weiß ich nicht, finde ich langweilig, die Figur. Die Frau ist okay, das Kind auch. Aber
Aber das Auto, wie du schon sagst, die Farbe ist überhaupt nicht meins. Dass dann auch die Felgen dieselbe Farbe haben wie das Auto, gefällt mir nicht. Also es ist okay, das kannst du mitnehmen, aber mehr ist es nicht. Ja. Ja. Ganz kurz nochmal zur Produktinfo. Ich suche mal gerade. Das ist das Retro, also ich glaube, es heißt Retro-Fahrzeug. Oder Retro-Fahrzeug heißt, glaube ich, die neue Version davon. Die neue Version ist nämlich die 70938. Auf jeden Fall reden wir über dieses Auto. Ich werde es, wie gesagt, dann auch in die Artikelliste setzen. Und ja, ich weiß nicht, ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe mich erst über ein Auto gefreut und dann habe ich es immer länger angeguckt. Aber da bei dem Retro-Fahrzeug, das habe ich mir gerade mal aufgerufen, also das Ding würde auf jeden Fall für mich weiter oben hinkommen, weil da hast du zwar immer noch dieselbe Farbe bei den Felgen, aber das Zubehör, die beiden, der Mann und das Kind, das sind ja nur noch 2 Figuren dabei, das Zubehör finde ich natürlich, oder die beiden Figuren finde ich natürlich viel, viel besser. Die sehen natürlich passend viel, viel besser dazu, aber um das Ding geht es ja heute nicht, sondern es geht ja um das Alte. Also von daher, ich bleibe beim Blätterkrokant. Ne, du warst beim Milka, genau. Weihnachtsmann. Ja, hier, Genau. Schoko-Weihnachtsmann, genau. Du bist beim Blätterkrokant. Genau, da bleibe ich auch ganz sicher. Der nächste Artikel, den wir hier in der Liste haben, in Christians wunderbaren Liste, ist die Produktnummer 5580. Das ist die Husarengarde aus dem Jahr 1989. Und zu dem Artikel, Tobi, habe ich eine Geschichte. Ist nämlich der einzige Artikel, den ich damals aus dieser Nostalgiewelt hatte. Auch ohne Kontext. Also ich hatte irgendwie keine große Verbindung zur Nostalgiewelt. Entschuldigung, weil das gar kein Thema war für mich. Aus genannten Gründen. Aber diese Reiter, die habe ich irgendwann von meinen Eltern bekommen und ich weiß jetzt gar nicht, wie lange die im Sortiment waren. Aber irgendwie kann ich dir so sagen. Ja. Bis 1992. Ah, krass. Aber dann habe ich die ja, ich muss die später bekommen haben, aber dann ja nicht neu, wenn die bis 92 im Sortiment waren. Ja, vielleicht waren die dann ausgepackt. Das kann sein, ja. Die finde ich, oder erzähl du mal erst. Ich sag dir erstmal, sag ich dir nur, wo ich sie hinstecke und dann besprechen wir warum. Ja. Und ich tue sie in Lebkuchen. Ja, da hätte ich sie auch hingetan. Ich finde die. Ich sag dir auch warum. Achso, Ja. Musst du erst oder soll ich? Nee, sag du. Ja, also sie sind halt nicht perfekt. Ne? Das ist halt in Anführungszeichen. Ich finde sie ziemlich stark. Aber ich hätte sie damals als Kind halt nicht, weißt du, das Auto hättest du einfach so auch später noch nutzen können. Ja, mit so einer anderen City-Geschichte da. So als Oldtimer. Die kannst du natürlich nicht später nutzen. Die sind natürlich sehr begrenzt. Und sie sind tatsächlich, also ich finde sie von der Ausstattung her wirklich gut. Also gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Ich weiß gar nicht, ob ich das Kind da hätte reingetan. Ja. Auch wieder so ein Ding, machst das in Blau ohne Kind, geht das wahrscheinlich wieder in die Jungswelt ohne Probleme. Das Einzige, was mich halt stört, ist, wir sind wieder bei dem Punkt, das wird sich kein Mädchen wirklich dort hinstellen. Das heißt, es ist im Prinzip am eigentlichen Thema vorbei. Also wir haben ja jetzt gesagt, dass die Serie eigentlich zwar für Jung und Mädchen beworben wurde, aber eigentlich für Mädchen gemacht wurde und das ist kein Set für Mädchen. Also es klingt jetzt wieder doof, weil es Soldaten sind, was auch immer, aber ich glaube, ein Großteil der Mädchen in dem Alter spielt nicht mit Soldaten. Damit wir politisch korrekt sind. Ne? Es gibt sicherlich auch Mädels, die dann mit Soldaten spielen. Genauso wie es Jungs gibt, die mit Puppen spielen. Ist alles okay. Also nicht falsch verstehen. Aber ich glaube, die meisten werden dort nicht mit Soldaten durch die Straße reiten. Auch wenn es natürlich in die Zeit passt, wo es sich spielen soll. Ja. Ist halt die Problematik der Farbe. Ja, genau. Aber dann kannst du dann hier schon so ein bisschen erkennen, ne, warum man auch Jungs ansprechen will und nicht nur Mädchen. Also dann ergibt das schon Sinn. Ja. Ich gehe auch auf Lebkuchen. Habe erst ein bisschen überlegt, ob ich den Marzipanstollen nehme, aber dafür war es mir dann doch ein bisschen zu dünn. Finde ein bisschen schade, dass mein größter Kritikpunkt, dass es hier keine Zügel gibt zu dem Halfter an den Pferden und als Kind. Aber das ist aber ja aus der Zeit noch, das gab es damals im Western auch noch nicht zu der Zeit.
Überlege ich gerade auch. Nee, Ich weiß, nee, die kam gab's später, nicht. ja? Die kam jetzt mit der 90er Jahre, 92 oder 93, wann wurde die Westernwelt nochmal aktualisiert? 94. Mit der 94er Einführung. Vorher gab es die auch nicht. Ah, Also okay, habe ich nämlich gerade überlegt. weil nämlich gerade da beim Western, da werden wir sicherlich auch nochmal irgendwann so ein Ranking machen und da gibt es ja auch das eine schöne Set mit dem Scout, mit dem Trapper und den Ja. 4 Soldaten da und die haben Ja, auch ja. keinen. Die haben zwar, da war der neue Sattel hinten mit der Satteldecke, Mhm. aber die haben auch keine Züge. Züge, genau. Okay. Was hier aber cool ist, muss man sagen, sind diese Schabracken an den Pferden, die ja wirklich speziell sind, weil die gibt es ja sonst nirgendwo. Also kenne ich so nicht. Kam dann später noch in den Nullerjahren. Da wurden die dann auch bei diesen ganzen Reitsets, Reitsportsets und so verwendet. Aber hier ist die Besonderheit, dass du halt diese weiße Schabracke bei dem Rappen mit drauf gedruckt hast und dann die anderen gelben Schabracken dann noch verfügbar sind. Das schon besonders, ist ja ein Detail, was jetzt nicht so alltäglich war und daher gefällt mir das schon ganz gut. Und sonst, ja, ist aber ein solider Lebkuchen, finde ich. Der schmeckt schon ganz gut. Genau. Dann bleiben wir in der Szene, sag ich mal fast, und kommen zum Set 5581. Das ist die Palastwache Ja. von 1989. Nicht mehr verfügbar seit 1992. Oh, sind wir ein bisschen spät dran auch. So, und jetzt sag, was denkst du? Ist mir ein bisschen zu bunt alles. Also sind mir zu viele Farben. Du sollst erst sagen, welche Süßigkeit du willst. Achso, na okay, dann sage ich, ja, nur okay, dann fange ich damit an. Boah. So von der Idee her würde ich sagen, Lebkuchen oder eher Milka Weihnachtsmann. Ich gehe aber auf Blätterkrokant. Oder ja doch, oder noch schlechter, ich überlege gerade. Boah, mir gefällt die Umsetzung einfach nicht. Ich gehe mal auf Blätterkrokant. Ja, und ich schwanke auch zwischen Blätterkrokant und edle Tropfen. Ja, da wollte ich auch hin, ja. Und ich glaube tatsächlich, ich pack das in edle Tropfen. Stark, wirklich. Und ich sag dir jetzt auch gleich warum. Sag du mal, warum du in Blätterkrokant gegangen bist. Oh, das ist mir irgendwie ein bisschen zu bunt und dann ein bisschen zu sehr gewollt. Dieses Wachhäuschen da gefällt mir gar nicht. Die Figuren, also die Wachen, die sehen natürlich toll aus. Aber das sieht alles so ein bisschen, ist mir einfach zu bunt. Also ich weiß nicht, kann mit der Genau. Szene so nicht viel anfangen. Also das ist für mich einmal die Logik fehlt mir da, weil wir sind ja eigentlich, bist du so bei diesem Set so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, wie ich das sagen soll. Also Palastwache ist halt typisch englisch. Jetzt bist du aber war Playmobil zu der Zeit ja eher ein deutsches Produkt. Jetzt ist das irgendwie, du hast aber auch gar keinen Palast, wo du die hinstellen kannst. Ne? Also, weil es sind jetzt so mehrere Dinge. Also wir sind in Deutschland, da gibt es keine Palastwache. Wir haben auch gar keinen Palast, wo wir die hinstellen können. Das heißt, wo stellst du das Ding hin? Und warum in Drei Teufels Namen haben die Blumen im Gewehr? Ja. Weiß ich nicht. Also schon geil, wenn du das heute mal für so aus Jux und Dollerei machst, kann ich ja verstehen. Aber 1900 wird sicherlich keine Palastwache sich eine Tulpe ins Gewehr. Die wären wahrscheinlich erschossen worden. für weiß ich nicht, Verhohnepiepelung der Palastwache da. Unehrenhaft entlassen, wenn sie Glück hatten. Ich habe es auch nicht ganz verstanden. Also ich verstehe schon, was man damit sagen will, dass Krieg scheiße ist. Wahrscheinlich. Ja, oder irgendwo sowas. Naja, aber das wiederum passt dann wieder in die Mädchenwelt, in Anführungszeichen. Ne? Friede, Freude, Eierkuchen und irgendwas. Aber das Set ist einfach, nee, weiß ich nicht. Da fehlt mir, ich finde auch die Kinder sind ja fast kriegerischer als die, weißt du, die laufen da mit Schwertern und Trommel und mit der Kanone. Mit der Kanone, so, und die beiden stehen da und beschießen sich mit Blütenstaub. Ja, nee, weiß ich nicht. Da kommt jetzt einer, das ist eine Wache. Ja, das ist eine Wache. Und da kommt jetzt einer und will in den Palast rein und sagt, halt, oder ich schieß dich mit den Tulpensamen. Nee, komm, können wir, glaube ich, schnell machen. Also edle Tropfen bei mir, definitiv. Aber auch so die
die Fahne und ich finde das ganze Design Ja, schrecklich. weil da ist wieder die Krone. Das heißt, es geht um den König oder Ja. Kaiser, was auch immer. Gut, zu der Zeit hatten wir natürlich noch einen Kaiser, das dürfen wir natürlich nicht Genau. vergessen. Wilhelm Aber II., genau. ja, aber wir haben da halt keine Bärenfellmützen getragen. Wenn es jetzt eine preußische Palastwache sein sollte oder was auch immer. Weiß nicht, ob wir so Palastwachen so in dem Stil hatten. Keine Das Ahnung. weiß ich auch nicht. Müssen wir Christian mal fragen, der weiß Christian macht das schon. das. Genau. Genau. Ja, also abgehakt. Also du bist bei Edle Tropfen. Ja. Stark. Komm, lass uns zum nächsten Set gehen. Das mag ich nicht. Das nächste Set ist die 5550, wieder aus dem Jahr 1989. Das ist nämlich der Drehorgelspieler, den Christian uns hier mit auf den Weg gegeben hat. Willst du einschätzen oder? Ja, ich sag Marzipanstollen. Ja, habe ich auch überlegt. Ich habe lange überlegt, ob Marzipanstollen oder Lebkuchen. Aber ich gehe mal auf Lebkuchen. Ja, ich sag dir auch, warum ich den Marzipanstollen nehme. Weil das Set hatte meine Stiefschwester. Ah, okay. Und erstmal hat er, glaube ich, 3 Lieder auf seiner Orgel gespielt. Stark. Was ich für damalige Verhältnisse echt viel finde. Ist ja unrealistisch, die können doch meistens nur 2. Ja. Aber es ist tatsächlich jetzt mal eben eine ganz persönliche Anekdote. Hier in Bremen gibt es 2 Drehorgelspieler noch. Und einen, den sehe ich immer. Oder oft, wenn so Weihnachtsmarkt oder so, auch wenn in Bremerhaven Sale ist oder was, dann steht er da und orgelt. Und ich gebe denen immer 1, 2, 3 Euro. Und dann kriegt man immer ein Zettelchen von ihm. Da steht dann drauf, du hast einen der letzten 2 Drehorgelspieler in Bremen getroffen. Und auf der Rückseite steht dann immer noch so ein Spruch zum Nachdenken. So ein bisschen wie so ein Glückskeks, aber auf seriös, sag ich mal. Von daher habe ich ein Herz für Drehorgeln. Und ich finde aber, unabhängig davon, finde ich dieses Set auch wirklich schön. Also Ja, auf jeden Fall. es ist auch bunt, ja, aber ich finde, es passt noch irgendwie. Er sieht aus wie so ein netter Vagabunden, also so ein netter Vagabund. Wir kommen ja später auch nochmal zu einem anderen Vagabunden. Dann hat er den Labrador, würde ich jetzt sagen. Ist das ein Neufundländer? Ich weiß Oder gar nicht. Neufundländer. Ja, irgendwie so eine Mischung. Es kommt beides aus Ein Hundi. Kanada. Es ist eine Mischung aus Neufundländer und Genau. Labrador. Genau. Ja, und die Orgel finde ich halt gut. Sieht gut aus. Und Ja. die beiden Kinder dazu sind auch okay. Von daher. Und dadurch, dass ich es halt wirklich. Damals habe ich mit meiner Stiefschwester ja auch durchaus mal zusammengespielt und ich fand dieses Set immer gut als Kind und deshalb muss es jetzt, muss in den Stollen rein. Ja, auf jeden Fall. Okay, verstehe ich. Und du bist beim Lebkuchen. Ich bleibe beim Lebkuchen, ja. Also Ja. ich finde es sehr stimmig, gefällt mir sehr gut, aber nicht ganz für oben, glaube ich. Also Nö. nicht so gut wie der Ich Wagen. glaube, wenn ich nicht diesen persönlichen Bezug dazu hätte, würde ich es auch nicht so hoch ranken. Ja, Aber dadurch, nehmen wir es auf die Spitze, geben wir es auf Ja. die Spitze. okay. Dann kommen wir zur Artikelnummer 55505. Genau. Wenn mich nicht alles täuscht, ne? Das ist das Kinder-Hundegespann mit Schwein. Aus dem Jahr 1989 auch nochmal. Und hier bin ich echt mal gespannt, wo du es gerankt hast, Tobi. Ja, du fängst an, diesmal. Okay. Bei mir ist es Blätterkrokant. Ich Ja, sag es dir ist- gleich warum. Ist es bei mir auch. Okay. Es ist nicht schlecht genug für. Also Hab ich schon der dicht Hund dran. ist zu niedlich und die Schweine sind zu niedlich, als dass man Genau. sie in edle Tropfen stecken könnte. Ja, ja. Und es ist ja auch ein ganz nettes Set, so by the way. Ja, ist okay. Es ist, Also am schlimmsten finde ich diese Farbkonstellation. Wir haben Ja. oft so Farbkonstellationen. Ja, ja. Da ist dieses Playmobil-Grün. Ich nenne es nur noch Playmobil-Grün, weil es einfach nur hässlich ist. Es gibt in ganz, ganz vielen Themenwelten, ich weiß nicht, wie viel Farbe die davon noch haben, aber du siehst es dann wirklich immer noch bei 2023er Sets und du denkst ja so, was soll das? Mach das weg. Also es kann ist ich immer gar nicht viel verstehen. früh aufgekauft worden. War eine gute Investition, haben die sich gedacht. Guck, aber Playmobil perspektivisch- zeigt es nach außen, Lego schüttet es in die Sets rein, die Reste. Stimmt. Ja. Aber ja, also die Farbe ist hier schon
ist schon maßgeblich und dann ist ja auch nicht viel drin in dem Ding. Ne? Also, ja, es ist okay. Also es ist so, dass man es mal, wenn es dabei ist, ist es okay. Wenn es nicht dabei ist, stellt man es auch nicht fest, dass es fehlt. Ne? Also es stört nicht, wenn es nicht da ist. Von daher, ja, Data Krokant. Ja. Ja, dann geht man zum nächsten. Das nächste Set ist die 5504 und zwar ist das, jetzt haben wir ein 1990er Set, Gendarme Vagabund. So nennt sich das hier. Mhm. Und Tobi, du fängst wieder an, ja? Mhm. Marzipanstollen. Echt? Ja. Okay. Ich gehe auf den Mega Weihnachtsmann. Ja. Ich finde das Set sensationell gut. Mhm. Es ist, also der Polizist, das ist ja wirklich einer, der wieder jetzt zu uns passt, nach Deutschland, ins Deutsche Reich damals. Mhm. Mit Pickelhaube. Mhm. Sieht natürlich ein bisschen Richtung auch, vielleicht kommt da auch noch so ein bisschen diese Verbindung zur Westernwelt. So ein bisschen wie der Oberst. Mhm. Und dann finde ich den Landstreicher sensationell gut. Also wirklich gut, passt sehr schön zusammen und ist wahrscheinlich auch ein Set, was ich was eher der Junge dann nimmt als das Mädchen. Mhm. Kannst du viel mit anfangen, aber finde ich gut. Also ich finde es sehr, sehr stimmig. Ist eine tolle Geschichte, die da praktisch oder die du erzählen kannst und ja, vielleicht ist es ein Lebkuchen. Ja, vielleicht, ja. Nee, ich bleib beim Stollen. Komm, was soll's. Wir sind heute großzügig. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich zum Lebkuchen gehe, weil mich deine Beschreibung oder deine Erläuterung schon überzeugt hat. Aber ich glaube, mehr als Milka ist es nicht. Also ich finde es auch gut, die Details sind gut, der Polizist sieht gut aus. Die Bank ist natürlich der Hit, muss man echt sagen. Ich finde auch, also die Bank ist klasse gemacht, die sieht gut aus und guck mal, der Vagabund da mit Print da vorne drauf auf seiner zerrissenen Kleidung und Ja, okay. Ja, auf jeden Fall, ja, du hast recht. Ich gehe also auf qualitativ ist das schon wirklich gut. Auch der Adler, der auf der Pickelhaube da oben drauf ist und so, genauso wie das Ding ja auch wirklich nur für dieses Set gemacht wurde. Du hast ja nie wieder so eine Pickelhaube gesehen. Also Stimmt. da wurde das für stimmt. ein Set schon sehr viel auch irgendwo gemacht und von daher finde ich das Set wirklich stark. Ich bin überzeugt. Okay. Sehr gut. Lebkuchen. Ja, sehr schön. Haben wir Lebkuchen, Marzipanstollen. Wir sind ja gut dabei. Dann mal sehen, was du zum nächsten Set sagst. Es ist die Nummer 5350. Ja. Litfaßsäule mit Passanten aus dem Jahre 1990 steht bei Playmobil. Ja, genau, das habe ich, glaube ich, auch. Ich muss mal ganz kurz gucken, welches Jahr bei mir steht. Okay, habe ich hier nicht reingeschrieben. Ja. Ist ja nicht so wichtig. Nö. Ja, willst du sagen, wo du es gerankt hast? Ja, du fängst an. Okay, also bei mir ist ganz klar, also ich musste wirklich gar nicht drüber nachdenken. Ist ganz klar edle Tropfen. Spaß, nee. Ja. Nee, schon auf jeden Fall der Marzipanstollen. Echt? Ja. Stark. Ich nehme den Schoko-Weihnachtsmann. Okay. Warum reichst du nicht für mehr, Tobi? Was ist passiert? Warum reicht es nicht für mehr? Es ist schwierig zu sagen. Es ist, ja, weiß ich nicht. Irgendwo ist das so Austausch. Gut, die Litfaßsäule ist da, ja. Aber sensationell. ja, ist ein Aufkleber. Ne? Ist dann wahrscheinlich schnell auch nicht mehr sensationell gewesen dann in vielen Fällen. So optisch natürlich schick. Finde ich gut. Ja, hast du recht. Die sieht gut aus. Wobei man da ganz kurz sagen muss, bei diesen ganzen Aufklebern, die aus dieser Zeit kommen, auch gerade wenn wir da auf diese Western-Aufkleber gucken, da muss man echt sagen, die haben ja ewig gehalten. Also die kriegst du ja selbst heute, also wenn ich da mein Saloon angucke, mein Western-Saloon, ja, da kriegst du die Aufkleber nicht ab. Das stimmt. Ja, vielleicht gehe ich dann doch in den Lebkuchen. Vielleicht ein bisschen. Ja, die Leute sind passend zur Zeit, ja. Der eine erinnert mich halt stark an Mobilux. Ja. So von seinem Outfit her. Sieht ein bisschen aus wie Mobilux und Patrick F. Patrick, die einfach ihre Klamotten getauscht haben, ne? Ja, genau. Ja, das stimmt. Das ist so ein bisschen, ja, aber dann hast du halt,
wenn du jetzt mal guckst, bei dem Vorderen, da könntest du noch ein bisschen mehr raushauen. Der könnte noch irgendwie auf seine Jacke dann ein paar Knöpfe haben oder irgendwas. Das ist halt nur in Schwarz, so wie ich das hier sehe. Ist halt ein bisschen, ja, spartanisch. Ja. Die Dame ist nett, aber ist halt das Standardkleid ja auch aus der Zeit, ne? Ja, aber muss man auch sagen, die ganze Rosa-Serie hat ja die besten, also finde ich zumindest die besten Frauenkleider, die es überhaupt gibt. Also alles, was aus dieser Zeit kommt, ist wirklich Weltklasse, finde ich. Und Aber die kannst hast du du ja ja dann, auch, die hast du ja auch im Western-Bereich gehabt dann. genau. Du hast in der Nostalgie-Serie noch ein bisschen mehr Vielfalt und kannst Ja, das dann stimmt. die Damen oder die Figuren dann ja auch in deine Western-Serie packen. Also das passt wunderbar und die ganze Auswahl gefällt mir da schon sehr gut. Sieht ein bisschen aus, als ob die so ein Rendezvous da hätten und im Hintergrund ist jemand, der ist eigentlich an der Dame interessiert und Ja, wusste gar stimmt. nicht, dass sie Ja, jetzt wo du das abhanden sagst, geht. das stimmt. Das ist vielleicht der Mann, der, Ja, ne? Ist das denn jetzt, ja, es ist aber dann, weil jetzt sind wir bei der Litfaßsäule und jetzt sind wir ja eindeutig in Deutschland, ne? Da steht ja Schokolade. ja. So, Mhm. und da steht auch irgendwas an der Seite, das kann ich jetzt nicht lesen, aber so, von daher macht unsere Palastwache noch viel weniger Sinn. Ist Ja, zu Recht in edle das Truppen. stimmt. Ja, die haben Okay, wir ja, gut nee, eingeordnet. ich korrigiere mich nochmal. Ich gehe in Lebkuchen. Komm, Okay, was soll's. Ja, ja. machen wir so. Lars, dann kommen wir zum nächsten Set. Die Nummer 5340 aus dem Jahre Mhm. 1990 mit dem tollen Namen Straßenlaterne. Das ist auch, glaube ich, das Beste an dem Set, wobei, also das spricht ja dann für viel, ne? Und deswegen, ohne jetzt da groß viel erklären zu wollen, kann ich ja gleich direkt mal einsortieren und bei mir ist es auf jeden Fall das Gegenteil von dem Set, was wir gerade gesehen haben, ist edle Tropfen. Ja, Dito. 100%ig. Also das ist einfach, weiß ich nicht. Ich gucke da rauf und ich fühle gar nichts. Und ich fühle eher so ein bisschen Beklemmung und denke mir so, also die Straßenlaterne ist natürlich Weltklasse und wenn man hört, da gibt es eine Straßenlaterne, die sogar noch leuchtet, dann ist das ja das, was du unbedingt brauchst für deine Nostalgiewelt. Aber jetzt gucken wir uns diesen Artikel mal an und sehen dann diese Figur, die da steht, als ob die jemanden erwartet mit Blumenstrauß und dann dieser Frisur. Und ich denke mir so, wenn du diese Frisur trägst, dann macht der Blumenstrauß jetzt auch nichts mehr. Also die Figur an sich, ne, das ist wieder mein Kritikpunkt, die hat ja gar nichts. Die Nee, Frisur ist von Popo. Und dann hast du eine schwarz-weiße Figur mit so einem roten Kragen. ja, Und jetzt kommen wir zum größten Kritikpunkt, den ich habe. Die Straßenlaterne an sich ist eigentlich ziemlich cool, weil sie ja auch leuchtet. mhm. Aber du hast ja nicht in deiner Straße nicht nur eine Laterne, sondern du hast ja, ich sage jetzt mal, wenn du es ein bisschen großzügig machen willst, hast du 5 Stück davon. Wenn du das Set jetzt kaufen willst, oder die Set 5 Laternen, dann hast du 5-mal diesen, ja, Romeo für Den Arme Bulli dabei. Und, Romeo-Farbe. und was machst du denn dann damit? Ja, Spielst du hier Fünflinge an Bord oder so? Keine Ahnung. Nee, brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber länger sprechen. Ist nee, edle Tropfen und ab dafür. auf jeden Fall. Dann geht es direkt weiter mit der 5322 aus dem Jahr 1989. Mhm. Und zwar würde ich dich fragen, Tobi, wo hast du das gelistet? Du meinst die Küche, ne? Hast du nicht Genau. gesagt, die Küche. Die Küche, genau. Listen tue ich das. Eigentlich hätte ich es in Marzipanstollen getan. Mhm. Ich sage auch gleich warum, aber es reicht bei mir nur bis zum Lebkuchen. Ja, ich habe nämlich auch überlegt, ob Lebkuchen oder Milka-Weihnachtsmann und bin eher bei Milka-Weihnachtsmann, weil mir die Farben zu grell sind. Also die Farbansätze sind ganz gut, aber mir ist das auch ein bisschen zu bunt irgendwie. Also, obwohl viel dabei ist. Du hast viele viele Küchen. Ja, ich glaube, dass das tatsächlich ist Utensilien. auch das Produktbild ein bisschen zu grell. Ja. Das war dann gar nicht so. Mein größter Kritikpunkt ist, dass du es in dem Haus nicht richtig unterbringen kannst. Ja, Dass wenn du dieses Haus hast und dieses Set dort reinbringen willst, bleibt dir eigentlich nur übrig, dass im Großen und Ganzen vorne dazu muss man jetzt das Haus kennen, und das Haus im Eingangsbereich, du kannst es nur in den Eingangsbereich tun. Und da musst du dir entweder ein Fenster versperren
oder es macht halt, so wie es ist es ganz schwierig da drin, das unterzubringen. Und das deshalb, ich finde es eigentlich ziemlich cool, auch mit diesen gefliesten Wänden, mit dem Waschbecken hinten Ja, das ist schon da. sehr cool. Es ist unheimlich viel an Ausgestaltung dabei. Ich finde auch die Köchin gut. Das Kind ist auch okay, auch mit dem schönen grünen, mit der grünen Fliege. Ich mag das Grün ja ganz besonders gern. Das Playmobil-Grün. Nee, aber das Die beste passt Farbe in dem überhaupt, Moment. ja. Es ist sicherlich nicht sehr realistisch damals gewesen, aber lassen wir das mal dahin. Ich mag die Katze, obwohl ich Ja. Katzen nicht mag. Unabhängig davon, also von Ausgestaltung her ist es gut, aber es passt halt aufgrund dieser Konstruktion, so wie es dort gemacht wurde mit diesen Wänden, halt nicht in das Haus rein. Mhm. Nicht vernünftig. Das ist Ja. der Punkt, warum es für mich nur für Lebkuchen reicht. Ja, ich gehe, glaube ich, auch auf Lebkuchen. Würde ich mich anschließen, weil die Produkte, also da sind einfach zu viele Details bei, die einfach gut sind und die ja so in dieser Form nicht so häufig vorkamen oder noch später vorkommen. Deswegen, wo mich die Farben immer noch ein bisschen stören, aber so an sich sind da schon sehr, sehr viele Details vorhanden, die dir in deinem täglichen Koch- und Backalltag ja sehr, sehr helfen. Von daher bin ich davon schon so ein bisschen mehr überzeugt jetzt, glaube ich, und gehe mal auf den Lebkuchen. Ja, sehr gut. Jetzt sind wir uns ja mal wieder einig. Genau. Mal gucken, ob wir das beim nächsten Set auch noch sind. Ja. Nummer 5311 aus dem Jahre 1990 und das ist das Kinderzimmer Genau. mit Playmobil Grün. Ja, sehr, Aber sehr, erzähl sehr mal, schöne, wo tust du es sehr, sehr hin? schöne Farben. Ich habe überlegt, ob Lebkuchen oder Milka-Weihnachtsmann. Und ich gehe auf Lebkuchen. Für Okay, mehr reicht's nicht. Wie ist bei dir? ich gehe in den Weihnachtsmann. Okay. Das holt mich nicht so richtig ab. Ja. Es ist mir, ja, es ist okay. Aber gefühlt ist das jetzt der 35. Junge in Rot-Weiß-Blau. Mhm. Ja, ansonsten Wickelkommode ist gut. Ja, die gefällt mir. Passt. Der Zug, den finde ich jetzt nicht ganz so schön. Da hätte man auch schwarze Räder nehmen können. Gut, es ist für Kinder. Ja, gut. Ja, das Hochbett ist okay. Ich Die liebe Wiege. dieses Hochbett. Ja, die Wiege ist natürlich echt giftgrün. Das ist natürlich echt eine. Ich glaube, das haben sie ja später jetzt auch in der Neuauflage etwas anders gemacht. Es gab ja nochmal später eine Neuauflage von dem Kinderzimmer. Und da haben sie, glaube ich, andere Farben. Ich gucke da mal, aber erzähl du ruhig nochmal ein bisschen was dazu. Ja, ich bin auf jeden Fall ein großer Fan des Schaukelpferdes, deswegen ist das schon mal hier ein Pluspunkt. Ein Pluspunkt natürlich auch ein Hochbett oder dieses Doppelstockbett. Ich liebe Doppelstockbetten, fand das schon immer cool. Und die Spielzeugeisenbahn, die ist für mich auch ein Traum. Diese Wickelkommode ist ein Traum, muss man sagen. Das sind schon sehr, sehr coole Produkte. Die Markt oder wie auch immer man sie betiteln will, die sieht gut aus, finde ich. Und was mir aber nie richtig gefallen hat, sind das diese neugeborenen Figuren von Playmobil oder diese Kleinkindfiguren, die Baby. fand ich Ja. ganz schrecklich. Also das ist ein absoluter Minuspunkt, sonst wäre ich vielleicht noch höher gegangen. Also wenn diese Babyfigur da nicht wäre und dieser Grünton nicht vorhanden wäre in dem Set, dann wäre das für mich ein ganz klarer Fall für den Marzipanstollen. Aber ja, die beiden Sachen, die wiegen hier sehr schwer in meiner Betrachtung. Aber deshalb, ich bleibe beim Weihnachtsmann. Es ist okay, wenn es da ist, aber wenn du es nicht hast, ist es auch nicht ganz so wild. Ja, gehe ich absolut mit. Dann haben wir noch ein finales Set an dieser Stelle hier. Und zwar ist das die 5310. Also das Set mit dem Namen Kaminzimmer aus dem Jahr 1989. Rank ich zuerst oder rankst du zuerst? Ist mir egal. Ich habe auf jeden Fall, weiß ich, wo ich es hin tue. Ja. Ja, bei mir kommt es auf die 1. Marzipanstollen, würde ich sagen. Ja, was für eine Frage, natürlich. Gibt ja gar keine andere Möglichkeit, als das auf die 1 zu tun. Das ist wirklich Weltklasse. Es gab so ein ähnliches Set dann später nochmal. Ich glaube,
99 oder so. Und noch ein Set, was ich noch besser finde als dieses hier, wobei es darum jetzt gar nicht geht. Auch eine Neuauflage, die vor 2 Jahren dann wieder rauskam. Genau. Aber hier ist alles dabei, was du brauchst. Und du hast eine richtig gute Alltagssituation, die wirklich perfekt passt. Die ist hier perfekt wiedergegeben. Du hast einen Kamin dabei, du hast hier Kaminholz, alle möglichen Details. Eine Katze ist dabei und 2 die sogar. Tageszeitung. 2 Katzen. Wo ist denn die zweite da? Eine sitzt auf dem Sessel und eine sitzt im Korb. Ja, die eine Deswegen- scheucht er ja vom Sessel runter. Deswegen kann er gar nicht sitzen, stimmt. Genau. Der arme Mann. Ja, der Opa. Ja, Ja, also es ist wirklich ich mag ja Dioram-Szenen ja. und das ist einfach in sich gesehen schon, als das damals rausgekommen ist, nochmal neu, als Playmobil, das war, ohne dass ich das Haus hatte, habe ich mir dieses Set bestellt, weil ich es einfach cool finde, das hinzustellen, weil es in sich eine Geschichte erzählt. Und ich glaube, von all den Sets, die wir heute hatten, ist das auf jeden Fall meine absolute Nummer 1 von den ganzen Sets, weil du hast das Foto da, du kannst so viel dort sehen. Und das ist gerade, du weißt ja, ich mache ja nun auch Modellbahn und ich finde gerade, wenn du Szenen mit Details zukleistern kannst, ohne dass es zu viel wirkt. Ne? Weißt du, was ich meine? Also das Miniaturwunderland ist ja so, gerade wenn wir jetzt in Bezug auf die Modellbahn gehen, ist natürlich etwas, wo es zu viel im Prinzip ist. Wo es einfach ein bisschen unrealistisch wird. Aber ich finde, dieses Set zeigt einfach wirklich eine coole Stube, oder ein cooles Kaminzimmer, wo ich auch mein Buch lesen wollen würde. Ja. Ja, da fühlt man sich wohl, auf jeden Fall. Genau, das hast du wirklich so einen Wohlfühlfaktor und vom Bild her und deshalb, ja, da gehe ich auf die 1. Da weißt du auch, wenn du mal deine Playmobil-Figuren für 3 oder 4 Stunden alleine lässt, denen geht's gut. Da passiert nichts. Genau, jetzt kommen wir, du hast es ja noch nie gehört, ne? Die Playmos? Nee, Ja. noch nie. Schande. Die kannst du nämlich da hinstellen und dann erwacht die Szenerie zum Leben. Erzähl mal. Ja, die Playmos werden ja lebendig. Wenn du dann das Zimmer verlässt, dann werden Achso, die meinst du, Playmos lebendig. Jetzt verstehe ich. Ich hatte gerade einen richtigen Hänger. Ja, Ich ich habe merke das richtig schon. geschlafen. Ich dachte gerade, welche Minute habe ich denn hier gerade verpasst? Nee, die Playmos sind ja, da wird es ja um die herum lebendig und dann geht es aber ja auch so weit, für alle, die da noch nicht so drin sind und nicht so weit gespoilert werden wollen, hören jetzt weg, dass mein Namensvetter, der Tobi, dem ja die Figuren in der ersten Zeit gehören, dass der dann ja mitmachen darf. Der wird dann klein und kann dann in die Playmobil-Welt eintauchen. Ist Und cool. erlebt dann mit denen die Abenteuer. Schon ziemlich cool. Also ich muss jetzt hier nochmal sagen, hört mal die Playmos, wenn ihr sie noch nicht hört. Ist definitiv so. Wirklich klasse Serie. Also Western-Folgen gibt es da auch. Dann ist das vielleicht auch ein Thema für mich. Ja, 100%. Es gibt sogar eine Western-Box direkt, 3 Folgen. Richtig coole. Stark. Es gibt eine sehr coole Folge mit den dreien, wo sie dann bei so einem Büffel sage ich schon, Rinderbaron sind und so. Also richtig cool. Ja. Witzig. Also hört Playmos. Ja. Genau. Tobi, ich würde sagen, wir machen die Übersicht mal fertig dann zu dem Thema. Dann haben wir nochmal eine visuelle Abbildung oder eine bessere Vorstellung davon, Genau. wie wir unsere Sachen gerankt haben. Ja. Ich muss noch ein bisschen grüßen, Tobi. Wir haben schon lange nicht mehr gegrüßt. Ich habe im Podcast hier schon lange nicht mehr gegrüßt. Habe vorhin gerade schon damit angefangen, das Hunes Filmspiele zu grüßen. Da würde ich noch ein bisschen Werbung für seinen Film machen, Der große Kuh, den ich leider nicht synchronisieren durfte. Ja, Spaß. das ist schade. Ich hätte auch mitgemacht. Wir hätten beide mitgemacht. Ja. Ne? Also beim nächsten Film. Joe Bone Crash. Genau. Da wären wir dabei. Ja. Und genau, Matthias, ganz liebe Grüße in die Schweiz. Und dann liebe Grüße an Playmorama, der wirklich sehr, sehr gute Playmobil-Videos macht. Immer alle möglichen Playmobil-Artikel vorstellt und dann eine gute Auswahl hat, auch verschiedene Dioramen aufbaut. Kann man sich gerne angucken. Da packe ich dann nochmal einen Link dazu in die Folgenbeschreibung. Und dann die Putzkraftfamilie
macht irgendwie keine Podcasts mehr. Liebe Grüße, weil die mich auch oft gegrüßt haben. Wollte ich nur ganz kurz sagen, seitdem ihr keine Podcasts mehr macht, weiß ich gar nicht mehr, was bei Playmobil so aktuell ist, weil ich das nur von euch gehört habe. Ich weiß nur, dass Vespa jetzt ein Thema ist bei Playmobil. Das also stimmt. da macht mal wieder eine Folge. Und ansonsten habe ich jemanden vergessen. Ja, Jonas. Ja, Jonas, auf jeden Fall Jonas, der bald auch im Podcast zu Gast sein wird. Genau. Sobald sein Sohn es zulässt. Genau. Und dann grüße ich Finn noch ganz lieb. Danke. Liebe Grüße, Finn. Das werde ich ihm sagen. Wunderbar. Darf ich auch noch jemanden grüßen? Na klar. Ich habe aber gar keinen. Fällt mir gerade ein. Gut. Ich grüße alle, die mich kennen. Mhm. Ja. Nee. Warum nicht? Jetzt heute nicht mehr. Ich grüße jetzt den Weihnachtsmann, der hoffentlich dann bald kommt. Ja, der ist ja auch steht schon in den Startlöchern, glaube ich. Ja, genau. Sollte hoffentlich. Hast du deinen Wunschzettel schon abgeschickt? Nee, noch nicht, aber ist schon. Kriegst sowieso nichts, ne? Dann mal gucken. Eigentlich habe ich ein ganz gutes Jahr gehabt, würde ich sagen. Ja, gut. Wie sieht es bei dir aus? Oh ja, ne? Du weißt ja, ne? Nö, eigentlich glaube ich schon. Aber ja, mal schauen, was da so rumkommt. Ist ja auch nicht mehr das Wichtigste. Nee, gibt andere Prioritäten. Ja, aber am 25. Dezember ist viel wichtiger, da habe ich nämlich Geburtstag. Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja dicht beieinander, das ist ja dicht beisammen alles. Von daher ist das für dich ein in 12 Stunden Fest. Bist du durch mit allem. Vielleicht in 14 Stunden. Ja, wobei, wenn man so formuliert, bist du durch mit allem, dann klingt das ja ein bisschen, als ob man das abarbeiten muss. Naja, aber es ist schon, also das ist nochmal so am Ende raus, es ist schon, als Kind war es schon ziemlich doof, wenn du dann Bescherung irgendwo abends um, keine Ahnung, zwischen 7 und 8 hattest, dann hast du deinen Teil deiner Geschenke gehabt und ja, und dann hieß es aber, komisch, weißt du, da hast du dann, keine Ahnung, 2 Waggons gekriegt und hast gedacht, was soll ich jetzt damit? Und am nächsten Morgen stand dann die Lok da oder andersrum, ne? Also es war so halbiert, die Sachen teilweise. Oder dann hieß es, das ist für Weihnachten und zum Geburtstag zusammen. Ah ja, vielen Dank auch. Und um das mal ganz bescheiden zu sagen, es ist schon doof als Kind, wenn du nur einmal im Jahr sozusagen dir was wünschen kannst. Also was Größeres. Ja, das verstehe ich, ja. So, weil ich habe jetzt zu Finn, jetzt zu meinem Sohn gesagt, der kann sich so glücklich schätzen, in Anführungszeichen, dass er im Mai Geburtstag hat. Weil es ist total cool, der kann sich jetzt im Mai dann, weil du hast ja auch, deine Interessen wandeln sich ja im Laufe des Jahres. Aber wenn du dich dann gezielt auf einen Tag praktisch versteifen musst, ja, ist das schon ein bisschen doof manchmal. Und man muss ja dazu sagen, du kannst ja einen Geburtstag, also ich habe ja auch am 31. Januar Geburtstag, und du kannst einen Geburtstag im Mai einfach auch viel besser feiern. Ne? Also da kannst du viel mehr Sachen machen. Das sowieso. Also da hast du schon mehr Vorteile, wenn die dann nicht direkt hintereinander sind, und wenn die dann noch im Frühling oder Sommer stattfinden, dann ist das schon eine bessere Sache auf jeden Fall. Ja, von daher war es dann halt so, ne? Hast dann abends deine Weihnachtsgeschenke gekriegt und am nächsten Morgen dann deine Geburtstagsgeschenke, und dann war der Drops auch gelutscht. Von daher, und du kommst halt in dem Moment, dass Weihnachten an sich für mich deshalb gar nicht so besonders ist, weil du halt Geburtstag hast. So, und alle freuen sich über Weihnachten und denkst du, ja, hallo, ich habe Geburtstag, freut euch darüber. Auch noch da. Ja, genau. Na, so viel zu dem Thema. In diesem Sinne, glaube ich, beenden wir das hier. Genau. Dann vielen lieben Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir hören uns, sehen uns, wie auch immer, in einer nächsten Folge in diesem Podcast und dann noch bald zu dritt. Bleibt fröhlich, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao.